Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4 2019. Im heutigen Tagebuch Nummer 4 geht es um ein paar allgemeine Sachen. Punkt Nummer 1 sind die YouTube-Kommentare und auch die E-Mail-Zusendungen, die ich bekommen habe. Vielen Dank dafür. Ich versuche wirklich jede einzelne zu beantworten und natürlich auch so schnell wie möglich zu beantworten. Verzeiht mir aber, wenn es mal ein bisschen länger dauert, dann hatte ich einfach keine Zeit, um zu antworten. Bringt mich auch wieder zum Punkt Nummer 2, nämlich generell um diesen YouTube-Kanal drumherum. Hierbei handelt es sich natürlich um einen privaten Kanal, den ich nebenbei hobbymäßig mache, einfach um das Auto den Leuten, die es haben, ein bisschen näher zu bringen und natürlich die Leute, die sich für das Auto interessieren und vielleicht es kaufen wollen, dass die mal so einen Einblick bekommen, was das Auto alles kann und was es halt nicht kann. Bringt mich dann wiederum auch wieder zu dem nächsten Punkt, nämlich ein paar Videos, die ich erstellt habe. Wie gesagt, es ist halt ein Hobby von mir oder wird nebenbei betrieben. Somit ist natürlich auch nicht jedes Video soweit professionell gedreht. Ich habe kein Skript, dem ich einfach folge. Ich habe immer so eine Idee, was ich machen will und improvisiere dann einfach, mache spontan den Videoclip, den ich halt entsprechend vorhabe zu drehen. Somit verzeiht mir, wenn ich mich hier und da mal verspreche, es mal eine längere Pausen gibt oder ich einfach Wörter wiederhole, weil ich vielleicht ein bisschen aufgeregt bin. Seht es mir bitte nach. Ja, passiert einfach mal. Das bringt mich wieder zum nächsten Punkt, nämlich 2 Videos, bei denen ich ein paar Kommentare erhalten habe, auf die ich gerne eingehen möchte. Hat natürlich auch mit den vorgängeren Punkten zu tun, die ich gerade angesprochen habe. Wo fängt man an, wo hört man auf bei so einem Video? Jeder hat ein anderes Verständnis von der Materie, jeder hat ein anderes Wissen, ist vielleicht Experte auf seinem Gebiet, kann natürlich dann nicht Experte auf einem anderen Gebiet sein. Und somit ist natürlich immer schwierig bei so einem Video, was erzählt man alles, was zeigt man alles, in welcher Tiefe erklärt man es und wo hört man einfach auf. 2 Beispiele, die ich hier erwähnen möchte, sind die folgenden. Beispiel Nummer 1 ist der OBD2-Adapter, den ich da euch vorgestellt habe, um Verbindungen mit dem Focus aufzunehmen, in Verbindung mit der Forescan-Software. Hier hatte ich natürlich initial nicht erwähnt, dass man, wenn man den Adapter bekommt, mal kurz die Anleitung durchliest und auf die Internetseite des Herstellers geht, um die Treiber runterzuladen und dann natürlich auch auf dem PC zu installieren. Gleiche gilt natürlich für die Forescan-Software. Bitte hier die aktuellste Version verwenden, damit der Fokus von der Forescan-Software erkannt wird. Eine ältere oder eine alte Version hat vielleicht den neuen Fokus nicht in der Datenbank und somit wird er einfach nicht erkannt. Gibt natürlich viele weitere Hürden, die da entstehen können, wenn irgendwas nicht funktioniert, die COM-Schnittstelle nicht richtig eingerichtet ist und. Ich kann da, sag ich mal, unmöglich auf alle Gegebenheiten und alle Eventualitäten eingehen. Wenn ihr aber Fragen habt, schreibt mir, ich beantworte sie euch per E-Mail so gut es geht und so schnell es geht. Punkt Nummer 2 oder das Video Nummer 2 als Beispiel ist das letzte veröffentlichte Video mit dem Umbau der Motorhaubenarretierung auf Gasdruckfedern. Auch hier, sage ich mal, ist natürlich schwer auf alle Punkte und Einzelheiten einzugehen. Ein Kommentar, der mich da, erreicht hat, ist, ob das Ganze soweit legal ist. Und meines Wissens nach ist es legal. Wir sprechen hier von Deutschland, weil wir auch Zuschauer von anderen Ländern haben. Da müsst ihr wirklich in dem jeweiligen Land prüfen, ob es erlaubt ist oder nicht. Meines Wissens nach ist es in Deutschland erlaubt. Und ich erkläre euch kurz, wieso. Also es gibt 3 Arten von Änderungen, die einer Begutachtung bedürfen in einer Werkstatt oder einer Neuzulassung, Neubewertung, wie auch immer man das jetzt in Fachkreisen nennt. Das eine ist, wenn zum Beispiel die Abgasanlage geändert wird, weil sich dann das Abgasverhalten und auch das Geräuschverhalten ändert, dann muss natürlich das Ganze nochmal abgenommen werden oder dieses Element, was man da verändert hat, eine ABE. Gleiches gilt, wenn sich die Fahrzeugart ändert. Auch dann muss nochmal überprüft werden, ob alles seine Richtigkeit hat. Und der dritte Punkt, natürlich auch der wichtigste Punkt, ist, dass sich die Sicherheit nicht in irgendeiner Art und Weise ändert. Sicherheit zum Beispiel wäre, wenn man hinten die normale Beleuchtung auf LED umrüstet. Das ist nicht erlaubt. Es
das Fahrzeug hat eine Abnahme mit gewissen Kriterien, Charakteristiken und die muss sichergestellt werden. Wenn man jetzt dort LEDs einbaut, dann ist einfach zum Beispiel vielleicht die Lichtausbeute zu gering, zu schlecht, anderer Winkel, wie auch immer. Dadurch ist dann indirekt die Sicherheit gefährdet, darf man also nicht. Bei dem Umbau auf die Gasdruckfedern wird weder Abgas- noch Geräuschverhalten verändert, die Autoart wird nicht verändert und auch die Sicherheit wird in keinster Art und Weise irgendwie verändert. Anders sehe es aus, wenn zum Beispiel wir eine aktive Motorhaube hätten, die bei einem Aufprall, als Beispiel jetzt eines Fußgängers, aktiv aufpoppen würde, um den Aufprall soweit zu mindern oder entgegenzuwirken, hat unser Fokus natürlich nicht. Also wir haben eine ganz normale Standard-Motorhaube, somit verändert sich keiner der 3 genannten Punkte und auch vor allem nicht die Sicherheit. Das ist mein Stand der Dinge. Genau. Bringt mich dann jetzt nochmal zum letzten generellen Punkt, nämlich, ich hatte auch ein paar Kommentare zu Videos, verwackelt, man hört schlecht und. Ja, ich verwende die Standardausrüstung, die mir einfach momentan vorliegt. Das ist halt mein Handy, mit dem mache ich jetzt halt die Videos, nehme ich alles auf und veröffentliche es. Ich habe natürlich vor, mir irgendwann mal was anderes zu kaufen. Ich habe ein Auge auf die GoPro Hero 7 Black Edition geworfen, weil sie einfach eine sehr, sehr gute Bildstabilisierung hat und natürlich ein fantastisches Bild. Kostet natürlich ein paar Mark. Ich habe aktuell, sage ich mal, andere Prioritäten, was die Ausgaben angeht. Somit kann ich sie mir momentan, ich will nicht sagen nicht leisten, aber ich habe momentan andere Prioritäten. Eventuell nächstes Jahr mal schauen. Wenn ihr das Ganze, ich erwähne es jetzt einfach mal, wenn ihr das Ganze in irgendeiner Art und Weise beschleunigen wollt, in der Videobeschreibung mache ich euch mal einen PayPal-Link. Da, wenn ihr wollt, könnt ihr, sage ich mal, was dazugeben, dass es das Ganze vielleicht in irgendeiner Art und Weise beschleunigt. Oder ich verlinke es euch auf meiner Internetseite, diesen PayPal-Link. Soll jetzt keine Aufforderung zur Spende sein, nicht falsch verstehen. Wie gesagt, wenn ihr Lust, Bock habt, macht's einfach. Ich hindere euch auf jeden Fall nicht dran. Vielleicht kommt dann die GoPro 7 schon dieses Jahr, mal schauen. Genau, bringt mich dann auch wieder jetzt wirklich zum letzten Punkt dieses Videos. Dann dennoch jetzt ein bisschen was zu unserem Fokus. Wie ihr wisst, ich habe einen 1,5 Liter Diesel EcoBlue Motor, Automatik. Und dieser hat jetzt aktuell laut Bordcomputer einen Verbrauch von 5,8 Litern. Wenn man sich jetzt das Datenblatt auf der deutschen Internetseite anschaut und auch in den Broschüren, sind 4,4 Liter hinterlegt, mit einem Sternchen versehen, zurückgerechnet auf NEFZ-Werte. Laut Ford hat man das gemacht, um bessere Vergleiche anstellen zu können zum vorherigen Modellen und natürlich zu anderen Autos, die schon auf dem Markt sind. Hat natürlich, sage ich mal, diesen einen Vorteil, den Ford da nennt, hat dann aber auch den Nachteil, dass man auf ein altes Verfahren zurückrechnet, was in der Praxis nicht der Realität entspricht. Hier gibt es aber allerdings ein Workaround. Wenn ihr auf die Internetseite von zum Beispiel Spanien geht oder Italien, bekommt ihr die neuen Werte, also nach dem realen Messverfahren WLTP, WLPT, angezeigt. Und dort ist für genau dieses Auto, was ich habe, für dieses Modell ein Durchschnittsverbrauch von 5,8 Litern angegeben. Da sieht man, dass das neue Messverfahren genau der Realität entspricht, weil der Verbrauch genau so ist, wie dort angegeben. Also NEFZ-Werte, die alten Werte suggerieren 4,4 Liter unter Laborbedingungen und. Die real ermittelten Werte sagen 5,8 Liter und ich kann euch bestätigen, mein aktueller Durchschnittsverbrauch ist 5,8. Natürlich je nach Fahrweise, wenn ich ein bisschen defensiver fahre, komme ich auf 5,5. Wenn ich ein bisschen Gas gebe, komme ich dann auf die 6,2 Liter. Aber im Durchschnitt sind wir bei 5,8 Litern. Ja, das war es soweit zum Tagebuch. Diesmal ein bisschen länger, generell ein paar allgemeine Themen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!